Es ist früh am Morgen und wir sind zu Besuch im Krankenhaus. Hallo, ich bin Katharina, 21 Jahre und mache eine Ausbildung zur OTA. Das ist mein erstes Lehrjahr und heute habe ich eine Knie-Tap-Operation. Aber Achtung, das ist jetzt nur was für starke Nerven. Das müssen wir erstmal übersetzen. Katharina lernt OTA und das ist die Abkürzung für operationstechnische Assistentin. Im Laufe der anstehenden OP bekommt die Patientin ein neues, also künstliches Kniegelenk. Am Anfang war es sehr aufregend, jetzt mittlerweile ist es schon so, dass es geht. Kommt natürlich immer auf den Eingriff an. OTAs operieren nicht selbst. Sie unterstützen die Chirurgen. Sie beobachten den Verlauf der Operation, um schnell die benötigten Materialien bzw. Instrumente anreichen zu können. Das gesamte OP-Team arbeitet wirklich Hand in Hand. Teamarbeit ist hier eine absolute Notwendigkeit. Kleinere Sachen mache ich auch schon alleine, aber das gehört natürlich zu den größeren Dingen, so eine Knie-OP. Die Auszubildenden werden Schritt für Schritt auf die OPs vorbereitet. Aber ein Mentor schaut ihnen dabei ganz genau über die Schulter. Also wenn wir merken, dass die Auszubildenden noch nicht so weit sind, dann greifen wir natürlich ein und übernehmen dann die Operation. Nicht nur die Chirurgen sollten geschickt mit ihren Händen sein, sondern auch die OTAs. Danke. Operationstechnische Assistenten sind nicht das normale Pflegepersonal. Aber sie haben natürlich auch intensiven Kontakt mit den Patienten, und zwar gerade in den psychisch schwierigen Momenten vor und nach einer OP. Hier wird von 8 bis 15 Uhr an 6 OP-Tischen operiert. Das wird schon mal hektisch. Dann ist es wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren und konzentriert arbeiten zu können. Die Aufgaben der OTAs beschränken sich aber nicht nur auf die Arbeit im Operationssaal und die Betreuung der Patienten. Sie dokumentieren auch den gesamten Operationsverlauf und organisieren damit die richtige Nachsorge der Patienten. Voraussetzungen für den Beruf sind Interesse an Technik, Naturwissenschaften und natürlich der Medizin. Die Ausbildung dauert 3 Jahre und es ist eine duale Ausbildung. Offiziell reicht für die Ausbildung ein Hauptschulabschluss. Aber euer zukünftiger Arbeitgeber wird wohl wenigstens einen guten Realschulabschluss sehen wollen. Und ihr müsst die gesundheitliche Eignung für eine Tätigkeit im Operationssaal nachweisen. Noch ein paar deutliche Worte. Ihr werdet in dem Beruf mit Blut, Körperausscheidungen, offenen Wunden und entsprechenden Gerüchen konfrontiert sein. Und auch körperlich braucht ihr eine gute Kondition. Eine Operation kann schon mal mehrere Stunden dauern. Wir sind fertig. Wie machst du fertig? Ja. Dankeschön. Ja, das ist nicht Handwerksarbeit, aber das ist so ein bisschen Gewöhnungssache. Also es gibt auch Leute, die können die Geräusche nicht ab, aber wenn man dann das Ergebnis sieht und was man damit alles bewirken kann, ist das schon schön. Für Katharina ist die Operation noch nicht ganz vorbei. Erfahrungsaustausch mit dem Chef. Na, wie war der erste Eingriff, Knie-Tap heute? Aufregend, war ja ein bisschen nervös. Ja, klar, Hat sich dann gelegt. Kann ich verstehen. Ist ja auch ein großer Eingriff. Hast du gut gemacht. Was denkst du, wie oft müssten wir das wiederholen, dass es so einigermaßen sitzt? Das denke ich, müsste noch ein paar Mal sein wohl. OTAs bereiten die OPs auch vor. Wir haben gesehen, dass man dort eine Menge Geräte braucht und die werden nicht im Werkzeugkasten in die OP geschleppt, sondern nach ganz exakten Vorgaben zusammengestellt. An dem Job OTA reizt mich die Vielseitigkeit, dass man mit vielen verschiedenen Leuten arbeiten muss, dass man in Stresssituationen kommt und dabei ruhig bleiben muss, so auch manchmal an seine Grenzen kommt. Das ist eigentlich das Besondere an dem Job. Ich bin hier gerade beim Siebpacken. Machen wir nach so Packerlisten. Hier stehen alle Instrumente, die rein müssen, drauf mit Nummern. Kann man die vergleichen, dass auch genau die gleichen Instrumente reinkommen. Und dann muss man sie natürlich auf Funktionen überprüfen. Zum Beispiel, ob man sie noch gut öffnen kann, ob die Schraube hier fest sitzt. Sonst muss man sie nachziehen mit einem Schraubendreher. Und man muss natürlich auch gucken, ob alle Instrumente rein sind. Also dass sich nichts irgendwo Dreck drin verhakt hat oder Sonstiges. Und dass sie trocken sind hauptsächlich. Wenn alle Instrumente zusammen und ihre Funktionen überprüft sind, wird das Set für den nächsten Einsatz im OP sterilisiert. Der Beruf findet hauptsächlich im Krankenhaus statt. Manchmal bei einem Facharzt, der ambulant operiert, aber das ist eher selten. Am Ende des Tages kommt noch ein weiterer Teil des Berufes dazu, die Vorratshaltung und die Beschaffung. Ordnung muss sein. Das gehört auch zu meinen Aufgaben. Am Ende des Tages muss der Wagen wieder aufgefüllt werden, da ist Einmalmaterial drauf, dass wir für den nächsten Tag alles haben. Übrigens, die Klamottenauswahl ist ziemlich eingeschränkt und erfüllt eher praktische Ansprüche. Wer damit ein Problem hat, aber das ist natürlich überhaupt kein Grund, sich für oder gegen einen Beruf zu entscheiden.
Ein Punkt ist aber doch noch wichtig. Bei Notfällen oder Komplikationen kann der Feierabend schon mal ausfallen. Heute ist aber alles gut gegangen. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt einen kleinen Einblick gewinnen. Ja, und vielleicht entscheidet ihr euch auch für den Notruf. Tschüss!